Das neue PS5-Modell CFI 2016, also die PS5 Slim, ist endlich in Deutschland erhältlich. Aber was bedeutet das für Käufer und warum solltet ihr zu diesem Modell greifen? Bereits seit einigen Monaten ist eine neue Revision der PlayStation 5 aufgetaucht und jetzt auch bei uns in Deutschland. Denn nun sieht es so aus, als würde Sony die neue PS5-Revision CFI 2016, also die Slim, flächendeckend auch für Europa einführen. Warum man das schon weiß? Naja, zum einen habe ich die hier in der Hand. Und man erkennt es auch auf der Verpackung. Die Umverpackung inklusive Versionsnummer der PS5. Und hier ist die Version CFI 2016 zu lesen. Doch was bedeuten diese Buchstaben und Ziffern eigentlich? CFI steht bei Sony für das Produkt, also für die PlayStation 5. Der Vorgänger PlayStation 4 hatte zum Beispiel noch die Abkürzung CUH. Dann zu den Zahlen. Die ersten beiden Ziffern, also die 20, stehen für die Baureihe. Die 20 ist jetzt schon die vierte Revision nach der 10er Startreihe und der weit verbreiteten 11er und 12er Serie. Die Ziffer ist also in diesem Fall entscheidend. Das ist die neue PS5. Und da sie auch kleiner und schmäler ist, wird sie inoffiziell eben auch PS5 Slim genannt. Die weiteren beiden Zahlen, also die 1 und die 6, sind der Regionalcode. 16 steht für Europa. In den Vorversionen gab es noch die beiden Buchstaben A oder B. A stand für die PS5 mit Laufwerk, B stand für die PS5 Digital Edition, also ohne Laufwerk. Diese entfallen jetzt, da das Laufwerk ja abnehmbar ist und wir somit nur noch eine Version haben. Und korrekt zusammengesetzt ergibt CFI 2016 die neue Baureihe, die auch Slim genannt wird. Die neue Serie soll auch sehr bald auch in den Märkten in Deutschland erhältlich sein. Doch was bringt denn die neue Revision mit sich? Warum ist dieses PS5 Slim Modell empfehlenswert? Im Vergleich zum Startmodell von November 2020 ist die aktuelle neue Baureihe deutlich leichter. Die neue PS5 Slim wiegt nur noch 3,2 Kilo mit Laufwerk und 2,9 ohne und ist damit um mehr als 1 Kilo leichter. Zusätzlich gibt es noch einen kleineren Kühlkörper. Dieser wurde ja bereits bei der 11er Serie schon geschrumpft, bei der 12er Serie noch mehr und jetzt dann auch noch mal wieder. Aber wie ist das möglich? Der Hauptprozessor ist zwar der gleiche wie bei der 12er Reihe, aber der Kühlkörper arbeitet effizienter, weil insgesamt weniger Chips zum Beispiel bei der SSD verwendet werden. Was auf jeden Fall auffällt ist, dass die Platine geschrumpft ist, da scheinbar einige Bauteile geschrumpft oder zusammengefasst wurden. Die Leistung ist allerdings unverändert zum 12er Modell. Eines der größten Vorteile ist auch der größere interne Speicher. Die neue Version hat jetzt 1 Terabyte SSD-Speicher statt vorher 825 GB. Schlussendlich macht auch das neue abnehmbare Laufwerk die PS5 Slim zur besten Version. Aber das macht die Vorgängermodelle der PS5 nicht schlechter. Die 1000er und die 11er Reihe und auch die 12er Baureihen funktionieren ja genauso verlässlich und problemlos. Deswegen braucht ihr jetzt nicht unbedingt zum neuen Modell zu wechseln. Aber wenn ihr als Neukäufer die Wahl habt, dann greift auf jeden Fall zur neuen CFI 2016, also der Slim. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst es mich gerne mit einem Like und Abo wissen und wir sehen uns dann beim nächsten PS5 Video.